Willkommen zum Video der Garden Route. Wir starten in Pleckenberg Bay, das ist relativ weit im Osten, kurz vor Port Elizabeth. Und wir fahren gerade zur Blugranz-Brücke. Das ist der höchste Bungee-Jumping-Punkt der Welt, soweit ich weiß. Wie hoch, wie viele Meter, das blende ich dann ein. Und ich glaube, das ist ein guter Start fürs Video. Jetzt sind wir am östlichsten Punkt unserer Reise angekommen, der Tsitsikamma Nationalpark. Wenn man sich jetzt unsere Route anschaut, dann ist der quasi noch westlich von Plettenberg Bay und der Blugranz Bridge, wo wir gerade hingefahren sind und dem ein oder anderen Bungee-Jumper beim Runterspringen zugeschaut haben. Das typische "Ah" haben wir vielleicht auch gehört, aber die Umgebungsgeräusche sind ein bisschen lauter gewesen. Apropos Umgebungsgeräusche. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Im Hintergrund tobt der Indische Ozean. Der Tsitsikamma Nationalpark ist quasi entlang des Indischen Ozeans gezogen. Man läuft wunderschön immer mit Meeresrauschen Richtung, wie hier zum Beispiel den Wasserfall. Und auf dem Weg dahin kann man ein bisschen Natur beobachten und beim Wasserfall auch dem einen oder anderen Verrückten, der mit einem Salto in den Pool springt. Jetzt haben wir hier so eine Grotte entdeckt. Alles ist irgendwie grün, vermoost. Ich vermute mal, wenn Flut ist, dann knallt hier das Meer rein. Für alle, die den Wanderweg mal laufen wollen, wir haben ungefähr eine Stunde für den Hinweg gebraucht. Wahrscheinlich dann auch wieder eine Stunde für den Rückweg. Offiziell angegeben sind 3 Stunden. Also wenn man gut zu Fuß ist, schafft man das. Aber gut zu Fuß. Kleiner Tipp würde ich mal sagen, oder Schatz? Man sollte gut zu Fuß sein. Also es ist inklusive Klettern über Steine oder eher Klippen und Felsen. Und die ersten vielleicht 20 bis 25 Minuten locker easy durch den Wald mit schön planierten Waldwegen. Das täuscht. Es wird dann noch richtig knifflig. Wir starten hier den Garden Route Teil von unserer Südafrika-Reise. Das heißt von Osten jetzt Richtung Westen. Wir kommen ja aus Westen. Ich verlinke mal die Videos. Wir waren in Kapstadt, wir waren in Langebahn, wir waren in Franschhoek und auf der Safari. Und zu guter Letzt haben wir jetzt dann ja auch noch die Tour auf der Route 62, der südafrikanischen Variante der Route 66, absolviert. Und ich glaube, nach so 1,5 Tagen im Auto rumsitzen, ist so ein bisschen Wandern eine schöne Abwechslung. So, auf geht's nach Westen. Kurzer Einwurf in eigener Sache. Wenn euch das Video gefällt, hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch. Das hilft bei dem Algo und am besten natürlich gleich ein Abo. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos. Apropos Videos, wie gefällt euch denn die neue Art der Videos, die ich mache? Ich würde mich über Kommentare freuen. Hinterlasst doch bitte einfach was in den Kommentaren. Magst du das Wasser geben? Ja. Annes Albtraum dokumentiert.
Robben Island gehört zur Plettenberg Bay und ist auf jeden Fall einen kleinen Ausflug wert. Und warum das so ist, das sieht man bei diesen Bildern. Wir sind jetzt an der ersten Gabelung. Robbenberg Island hat ja 3 Rundwege. Ich gucke mal kurz nach. The Gap mit 2,1 Kilometer, Whitsand mit 5,5 und The Point mit 9,2 Kilometer. Oder ungefähr 45 Minuten, 1 Stunde oder 1,5 Stunden und 3 Stunden. Wir haben uns noch nicht ganz genau entschieden. Auf jeden Fall wollen wir uns die Robben ansehen. Und wie mir ein vertrauter Mitreisender erklärt hat, den wir getroffen haben, man sieht sie nicht, aber man riecht sie schon. Und mit diesen Bildern auf die Bucht bei Robberg